Hallo, meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Let's Play. Nein, nein, nein. Tut euch nicht davon beirren, dass ich jetzt wie wild rumklicke, weil sonst geht das Intro wieder los und das wollen wir nicht. Ich möchte euch jetzt erklären, wie wir weiter vorgehen. Nachdem wir es ja letztes Mal geschafft haben, ein Bad Ende zu bekommen. Ja, wir haben es geschafft, Junpei zu töten. Also nicht wir, aber irgendjemand anderes und Junpei wollte uns nicht sagen, wer. Naja, auf jeden Fall habe ich mich mir mal wieder mit meinem Freund Flo und mit meinem Freund Rutko zusammengesetzt. Meine sogenannten süßen Nein-Nein-Nein-Checker, die mir ein bisschen bei dem Spiel geholfen haben, beziehungsweise mir das Spiel empfohlen haben. Und ähm, um das wahre True Ende zu bekommen und um die Story hundertprozentig zu verstehen, müssen wir alle Enden des Spieles erreichen. Das klingt jetzt erstmal heftig, aber es sollte nicht sonderlich schwierig sein. Wenn wir nämlich hier auf Continue drücken, sehen wir hier oben, es gibt insgesamt 6 Enden. Wir haben eins davon erreicht, das mit dem Messer, sprich wir sind gestorben. Das heißt, es gibt noch 5 Enden, von denen eins dieses True Ende ist. Das heißt, es ist gar nicht so viel, das nochmal jetzt zu spielen. Also, ich werde euch zuschalten, wenn es etwas Neues gibt. Also wenn ich an einem Punkt bin, wo ich noch nicht angekommen bin, also wenn ich was Neues mache, damit ihr meinen Plan jetzt versteht. Ich möchte jetzt bei meinem nächsten Playthrough durch die Türen durchgehen, durch die ich noch nicht gegangen bin. Das heißt, wir werden am Anfang jetzt nicht mit Santa und June und Lotus mitgehen, sondern durch die andere Tür. Und bei den anderen beiden Türen werden wir das genauso machen. Wir werden jedes Mal jetzt an eine Tür gehen, in der wir noch nicht drin waren. Und hoffen, dass wir so zu einem anderen Ende kommen. Wir sehen uns dann, würde ich mal sagen, gleich. Und bis dahin, YouTube Magic, wir sind jetzt gleich an dem Punkt, an dem wir unsere erste Entscheidung treffen müssen. Bis gleich. So, aber bevor wir unsere YouTube Magic starten und zu einem neuen Punkt kommen, werden wir uns noch einmal kurz anschauen, was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist. Sozusagen als kleine Wiederholung für euch alle, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind. Unser Hauptcharakter Junpei wacht auf einem Schiff auf, ohne zu wissen, wie er dahin gekommen ist und was passiert ist. Nach einigen mehr oder weniger schweren Rätseln schaffen wir es mit Junpei aus dem Ausgangsraum hinaus zu fliehen und so nicht zu ertrinken. Fuck yeah. Nach einigen Strapazen schaffen wir es, auf eine Gruppe anderer Eingesperrter zu treffen. Oh yeah. Diese stellen sich vor als Ace, Snake, Santa, Clover, June, Seven, Lotus und der 9. Mann. Nach einer kurzen Zeit bekommen wir einen Anruf von Zero, der uns erklärt, warum wir hier sind, was wir tun und was das Nonary Game. Nach einem Vorfall, an den ich glaube, ihr könnt euch alle gut daran erinnern, waren wir nur noch zu 8, denn eine gewisse Person ist irgendwie in die Luft geflogen. Und hier sind wir jetzt. Das ist die Situation. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Hallo, und da sind wir schon wieder. YouTube Magic hat es so schnell wieder hinbekommen. Wir sind bei unserer ersten Entscheidung, nämlich der 9. Mann ist gerade in die Luft geflogen und wir müssen jetzt entscheiden, mit wem wir die Tür da aufmachen. Letztes Mal, Maus, haben wir gesehen, wir haben Santa und June genommen. Ich weiß ehrlich gestanden nicht, ob das ein wie nennt man das? Mir fehlen jetzt die Wörter, ob das irgendwie was fürs Ende macht, ob das jetzt irgendeinen Unterschied macht. Aber wir nehmen dieses Mal einfach Snake und Seven. Okay. Der Rest, Snake, Seven, okay, das ist genau das gleiche wie das letzte Mal auch. Okay, wir werden jetzt diesen ganzen Part über den 9. Mann jetzt auch noch mit rausschneiden. Und wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich. Und wenn es ansonsten nichts gibt, dann sehen wir uns gleich zu der Türentscheidung wieder.
Bis gleich. So, ja, das war jetzt lange Passage. Das Gute ist, ihr erinnert euch, wir haben letztes Mal diese Überspringen-Funktion freigeschaltet. Das heißt, ich muss einfach jetzt nur auf den Knopf drücken und es überspringt automatisch jeden Text, den wir schon mal gelesen haben. Und er hält halt dann genau an, wenn wir einen Text haben, den wir noch nicht gelesen haben. Oder halt bei Entscheidungen. So eine halt Visual Novel-Funktion. Das ist sehr, sehr praktisch. Und also werde ich in diesen nächsten Durchlaufen, ich wollte gerade sagen Walkthroughs, aber ich mache ja keine Walkthroughs, in den nächsten Durchlaufen noch öfter benutzen. Also, wir sind letztes Mal durch die Vierertür gegangen mit Santa, June und Lotus. Das werden wir dieses Mal nicht tun. Tja, Lotus, hast du Pech gehabt, ne? Wir gehen durch die Tür Nummer 5 mit Ace und Seven und Clover und Snake. Oh Gott, es sind so viele. Okay, also wir gehen auf jeden Fall durch Tür Nummer 5. Hey, wait! Junpei's cry echoed across the room. The 4 people walking toward the door stopped and turned back toward him. I want to go through door 5 too. Tja. The words were scarcely out of his mouth when June spoke up. What? What are you saying, Jumpy? If you're going through that door, then I'm going with you. Ach stimmt, das hatte ich gar nicht bedacht, dass ich dann gar nicht mit June mitgehe. Ups, sorry, June. He turned around to look at her. No, you can't. I can't take you with me. Alter, Junpei, voll kalt. War Junpei schon immer so kalt? Why? Well, you know what's in there, don't you? Ja, die Leiche des 9. Mannes. Are you sure you want to see that? Eine Sekunde, ich habe total vergessen, meine Uhr anzumachen. So, damit wir auch wissen, dass wir nicht zu lange aufnehmen. Okay, gut. June opened her mouth as if to say something, but instead closed it again and looked at the floor. Junpei felt an ache in his chest and at her clear distress, but the choice was not his to make. There was nothing else he could do. Junpei turned away from June, doing his best to silence his turbulent emotions. Please, let me go into door 5. Oh, das tut mir gerade voll weh, June irgendwie alleine zu lassen. Vor allem, ich vertraue Lotus nicht, obwohl Lotus im letzten Spielstand ja gestorben ist. Sprich, sie kann schon mal nicht die Böse sein. Aber ich mag sie trotzdem nicht, allein von ihrer Attitude. Sie ist immer noch eine Bitch. Tja. Seven scratched his head and looked at the young man. Man, now we're right back where we started, you know that? Junpei's bracelet number is 5, right? Oh, es ist so lange her, dass ich Snakes Stimme machen durfte. Oh, Snake. If we are going to add Junpei, then we must subtract 5 from the rest of us. Oh Gott, der klingt gerade irgendwie nicht so geil. Snake turned to Ace. Ace, please take good care of Clover. Oh, alright. That's fine. 1 plus 4 ist 5. Don't go away! You need to listen to me, Clover. Go to door 4 with the others. Ah, okay. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen Plätze getauscht mit Clover. Clover geht für mich in die 5 und ich gehe anstatt sie durch die 4. Dann muss sie wenigstens nicht den toten Körper von dem 9. Mann sehen. Immerhin. No! Don't be so selfish! Snake's tone was harsh. Tears welled up in Clovers eyes. Und nicht weinen, Clover. Du siehst ihn ja nachher wieder. Ich frage mich, ob Snake in diesem Playthrough auch stirbt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, wir können Snake irgendwie retten. Wenn wir durch die 3. Tür nachher gehen, also da, wo diese Leiche von Snake ist, können wir ihn dann retten? Das wäre so cool. Oh mein Gott, wir gehen nachher auf jeden Fall durch die 3. Tür. Und ich weiß nicht, ob wir überhaupt so weit heute kommen, aber auf jeden Fall. She bit her lip and did her best to fight them off. Snake's expression softened, and he put his arms around Clover. He held her close and whispered into her ear, "Oh, you'll be fine. Just relax." It looked
as though he whispered 2 or 3 more words, but whatever they were, Junpei didn't hear them. He couldn't help but wonder what the other man had said. Snake pulled back from his sister, his eyes kind and inquiring. Okay, I understand. Her voice was barely audible from where Junpei stood. Oh, bye bye, Clover. Ich hab dich lieb. Nein, warte mal. Ich hab dich nicht lieb. Ich hab schon wieder vergessen, dass wir Clover ja letztes Mal beschuldigt haben, uns umgebracht zu haben. Vergiss es, Clover. Ich hab dich doch nicht lieb. Geh weg. Du bist böse. Naja, okay. Immer nach meiner Meinung nach böse. Aber wir wissen es ja nicht. Also, du bist vielleicht böse. Geh trotzdem weg. Before long, new terms were assembled. Those going to door 5. 7, Snake and Junpei. Ah, das ist schon wieder so eine Testosteron-Männergruppe. 7, 5, 14, ja, 5. Ach so, Ace ist auch gar nicht mehr dabei. Ace ist auch weg. Also, der Trade war Ace gegen Junpei und Clover. Nein, andersrum. Junpei gegen Ace und Clover. So rum. So, jetzt haben wir's. Those going to door 4. Loto, Santa, June, Ace und Clover. Jo, bla bla, gibt 4. Hatten wir schon. 7, Snake and Junpei scanned their numbered bracelets in quick succession. The screen of the red showed 3 asterisks. Alright then, let's go. Yay, Leute, wir gehen in den neuen Raum. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der Raum hier aussieht. Junpei glanced around one last time, his hand resting on the lever of the rat. Okay. Please be careful. Concern was written plainly across her face. Junpei looked her in the eye and gave what he hoped was a reassuring nod. He pulled the lever. Das ist interessant, dass wir jetzt schon gleich an Anfang von June getrennt werden. With the sharp clack of a lock releasing, the door swung open. Ahead of them, in a small hallway, were the pitiful remains of the 9th man. Müssen wir jetzt nochmal diese blutige Wand sehen. For a moment, Junpei froze. Try as he might, his eyes would not leave the corpse, and his feet would not leave the floor. 7 too seemed paralyzed. Oh, es muss ja sein. Snake, on the other hand, seemed unconcerned. He walked calmly down the bloody hallway, and only stopped when he realized his companions were not following. Ja, ist halt geil, wenn der Snake blind ist und diese ganze Scheiße nicht sehen muss. Do you intend to kill me? I assume you haven't forgotten the door only remains open for 9 seconds, have you? Ja, das hatten wir letztes Mal auch schon. Die Zeit, die du gebraucht hast, um das zu sagen, sind diese 9 Sekunden, in denen du jetzt schon tot wärst. Das hatten wir letztes Mal schon. He hadn't even bothered to turn around. His head was, at most, slightly cocked toward one shoulder. Junpei and 7 looked at one another, nodded, and threw themselves through the door. As they did, a cold tone sounded from the left wrist of all 3 men. Jetzt müssen wir das Dead finden. 7 and Junpei looked down at their bracelets. On both of them, and on Snake's, a red skull had flickered to life. The detonator had begun its countdown. They'd scarcely processed this information when the door closed. Oh, ist überall Blut. Oh Gott, das ist eklig. With a metallic slam, the numbered door behind them swung shut. Unless they could find a device that would deactivate the detonators on their wrists, they would not be leaving the hallway. Hey! Where's the dead? The fear and urgency in 7's face reflected what all 3 of them felt. Oh mein Gott, das Lesen wird heute wieder furchtbar. Junpei spun around, searching desperately for the dead. He found it easily enough. It was on the wall next to the closed door labeled 5. Oh, das war ja easy. Found it! Right here. As he yelled, he struck the scanner with his hand. The other 2 scrambled to follow suit. As soon as they finished, Snake threw the lever down. Woohoo!
Well, it looks like it stopped. As he spoke, Junpei wiped the sweat from his forehead with a trembling hand. Goddamn thing's gonna give me a heart attack. Nein, das war falsch. Goddamn thing's gonna give me a heart attack. Das war jetzt richtig. A muscle stood out in Seven's neck, and the corners of his mouth were twitching. Tut mir leid, tut mir leid. Das ist nicht, weil ich müde bin. Es ist einfach nur ziemlich stickig bei uns in der Wohnung gerade. Ziemlich wenig gute Luft. Jumpy, are you alright? Are you guys okay? They could hear anxious voices, muffled but distinct, from the other side of the door. Yeah, we're fine. The detonators have been deactivated. They heard relieved sighs, and even through the door the three men could feel the tension disperse. Shame. Alright, we're moving on. Be careful, okay? Okay. Sure thing. Okay, gut. Ich bin voll aufgeregt, wie sich das jetzt entwickelt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Und vor allem, ob dieser Raum jetzt wirklich einfacher ist als der andere Raum. Also, falls ihr euch erinnert, diese 2 Räume mit den Bildern und der Telepathie und dem Badezimmer und dem ganzen Kram. They heard footsteps moving away, and before long they were alone again. Junpei looked around. Okay. The hallway hit a dead end, 20 or 30 feet from where they stood. A thick iron wall blocked their way. Also dieses Mal ist es ganz klar, es gibt keine 2 Räume, es ist hier nur einer. Try as they might to force it, the wall refused to move. Wieso versuchen die Wand wegzuschieben? Okay. To the left, however, was a wooden door that looked positively inviting by comparison. First class. Okay, in the middle of it was a plaque that read first class. Eine erste Klasse Kabine, okay. A first class cabin, huh? Well, it seems like it. Let's have a look then, shall we? Ooh. Without hesitation, Snake opened the door and stepped inside. Woher weiß er denn, wo die Tür ist? Der ist doch blind. Ach, ich frag mich gar nicht mehr. Seven followed closely behind him. Junpei moved to follow them as well, but he stopped, just short of the threshold, and looked back, not knowing why. Gucken wir uns jetzt schon wieder die Leiche des 9. Mannes an? Die haben wir jetzt echt oft genug gesehen. Lying in a small hallway was a man's body, or at least what was left of it. He tried hard to avoid looking at the grisly scene, but it just wouldn't leave his mind. Oh. What had once been a man's internal organs now looked like so much vomit, as though something had chewed up and spit out the better part of his torso. Wir müssen das jetzt nicht uns genau anhören, oder? It was hideous, but worse still, it was cruel. It was hard to believe the thing on the floor had once been human. The black pool of thick blood. The lumps of glistening flesh spread across the floor. Komm schon, Junpei, du musst dir das nicht angucken. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. The awkward, twisted tangle. Oh, shattered intestines. Oh, es tut mir so leid. Ich weiß, es kommt jetzt vor, als ob ich voll gelangweilt wäre. Aber es ist echt verdammt stickig und wir dürfen die Fenster bei uns in der Wohnung nicht aufmachen. Deswegen haben wir relativ stickige Luft. Es tut mir echt leid. Okay. Gut. The head wrenched to some grotesque, unnatural position. The man's glasses lay next to his head. Oh, okay. The lenses were cracked and the frame bent and disordered. And next to the glasses lay a bracelet, the number 9 still displayed on its face. Yeah, flashback. Let us discuss how to remove the bracelets. There are only two ways to do so. 1, you escape from the ship. 2, your heart rate reaches 0. In other words, once the bracelet is taken outside the confines of the ship or the fact that its wearer heartbeat has fallen to 0, it will shut automatically. Yeah. Okay, Junpei. Suddenly,
Junpei felt his stomach convulse and a knot of muscle gripped his throat. Oh, Junpei muss sich übergeben. Oh nein. He clapped his hands over his mouth and ran to the first-class cabin. Das ist, was ich von Anfang an gesagt habe. Wärst du bloß weitergelaufen und hättest dir das gar nicht angeguckt. The atmosphere changed immediately. The room was gorgeous, and despite the apparent age of the ship, none the worse for wear. Also, es sieht gut aus. Alter, nice. Oh. He looked around. Seven and Snake were nowhere to be seen. Habe ich jetzt ernsthaft Seven und Snake verloren? There were two doors on the right side of the room. He opened the one on his right and went through. On the other side of the door was a short hallway. He jogged down the hallway, opened the door on the other end. Oh, so viele Türen. And peeked through. There they were, to his right, busy examining something. He stepped through the door and walked toward them. Was ist das? Sind das Magnete? Magnete? Magneten? Was ist die Mehrzahl von Magnet? Magnete, oder? What's up? Ich weiß nicht, ich weiß nicht mal, wie Sevens Stimme geht. Oh nein. Check this out. Nein. Check this out. Ja, so ungefähr. Check this out. We found this thing here on the door. The red light's on. Does that mean it's locked? Ach so, das heißt einfach nur es zu. Ich dachte, das wären Magnete, die sich irgendwie so abstoßen. So I would assume. Is there any other way out? We looked around a little... Nein. Alter, die beiden hier sind echt voll schwer, weil ihre Stimmen sind so unterschiedlich und ich verwechsel die ganze Zeit. Das ist scheiße. We looked around a little. Other than the store, we didn't find anything. So you're telling me that useless we can open this... unless we can open the store? Yes. We won't be going anywhere. Junpei stepped away from the door and looked around the room. Offensichtlich müssen wir jetzt ein Rätsel lösen. Yay! Neue Rätsel! The room they were locked in... Alter, mich kannst du heute voll vergessen mit dem Lesen. Ohne Scheiß. The room they were in looked like a bedroom. He figured the room it originally entered was the living room, or whatever passed for one on a ship. Alright. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich kann das nicht. Alright, let's find a way to open this door. Come on, guys. Okay. Damn. Yay, seek a way out. Und das waren gerade so viele... Oh je, okay. So viel, was wir uns angucken können. Okay. First Class Cabin. Es tut mir übrigens leid, dass ich heute so useless bin, dass ich keine Stimmen hinkriege und nicht gescheit lesen kann und ständig gähne. Wie gesagt, stickige Luft und wenig geschlafen und ganz komische Kombis gerade. Aber ich glaube, wir kriegen das schon irgendwie hin. Gucken wir uns um. A bed with a canopy? Canopy? Ich weiß nicht, was das ist. I've seen things like this in movies and stuff, but never in real life. True, you don't see too many these days. Meinst du mit so einem Ding drüber, so ein Himmelbett-Ding? I can't see the details, obviously, but... Ach komm, Snake, du kannst doch bestimmt sehen. Bestimmt. I imagine it's one of those princess beds Clover is so fond of. Clover wants one of these? Bestimmt. Clover ist bestimmt so eine kleine Prinzessin. Yes. She wants a princess bed. Didn't I say that? You think it doesn't suit her? Yeah, I guess you could say that. Junpei, judge her by appearances, will you? And where you should not. Woher willst du das wissen, Snake? Du weißt nicht, wie Clover aussieht. Du weißt es nicht, du bist blind. Okay. Ist hier unter meinem Kissen irgendwas? Natürlich. Scorpion. Oh nee, es ist ein Musikrätsel. Ich war noch nie gut in Musikrätseln. Okay, es ist ein Notenblatt. I see. This feels like glass. A rectangular plate of glass. Okay, das ist auf Glas. Is there something written on the surface?
Yeah, it's a sheet of music with a couple of A notes. Yeah, that's it, kind of weird, huh? A notes, also, ach so, mit A, also mit der Note A, also A, so. Ich habe keine Ahnung. Okay, nee, guck das bitte nochmal an. Bitte. A transparent music score sheet apparently made from glass. It has a number of A notes on it. Ja, Tatsache, es ist halt die Note A drauf. Nur die Note A. Oh, okay. It took Junpei by surprise. Snake, usually so calm and collected, suddenly began to move. Nur weil jemand ruhig ist, heißt es nicht, dass er sich nicht bewegen darf. He stared about the room almost frantically, clearly looking for something. No, Junpei thought, not staring. After all, he's blind. Yeah. Blind or not, Snake was clearly attempting to do something. At last, Junpei could no longer contain his curiosity. What are you doing? Snake waited a moment before answering. I heard something strange. Ich hab nichts gehört. Something strange? Well, never mind. It doesn't seem to be anything suspicious. I don't wish to toot my own horn, but my auditory senses are considerably more advanced than those of most humans. Alter, das war ein komplizierter Satz. Hättest du auch mit leichterem Englisch ausdrücken können. Also was er gerade sagen möchte, ist, dass seine anderen Sinne besser sind als die von normalen Menschen, hence weil er blind ist. Und deswegen sich mehr auf sein Gehör verlassen muss. I notice even the slightest of noises. Right. Are you going to tell me you can hear a needle drop from a mile away? Das wäre cool. Ha! No such a thing. No, such a thing would be impossible. However, by listening to the sound of footsteps and breathings, as well as sound of echoing of environment, I can locate most objects. Ja, so wie eine Fledermaus, so mit Radarsensor und so. Snake, bist du eine Fledermaus? Ist Snake Batman? Oh mein Gott, Snake is Batman! Oh yeah, that's right. When Clover fell on a big staircase a little while ago, you were at her side immediately. So that was... Yes, I could hear it happening. In fact, I can run quite fast. Certainly as fast as you. Das passt irgendwie nicht zu dir. Für mich, sorry, es mag sein, dass du jung bist, aber du siehst aus wie ein fucking alter Mann. Und alte Männer laufen nicht schnell. And should someone attempt to start a fight with me, I am quite confident that I could defeat them. Alter, der blinde Snake. Spitzensportler, Athlet, Kämpfer und Batman. Alter, voll cool. Junpei was somewhat taken aback by this revelation. He stared at Snake, skeptical. You don't believe me, do you? Care to give me a try? I must warn you, you'll no doubt regret it. Well, I suppose that's enough playing around. Let's resume our search, shall we? With a small, self-satisfied smile, Snake turned and walked away from Junpei. Oh, das war süß. Das war so ein kleines Zwischending. Das war voll niedlich. Ja, jetzt lernen wir halt die andere Seite kennen. Wir fangen an, Sympathien mit den anderen zu entwickeln. Und ich weiß, ich habe damals gesagt, ich vertraue Snake. Ich vertraue Snake jetzt immer noch nicht. Ich glaube nicht, dass er blind ist. Obwohl das eigentlich schon ziemlich viel Sinn macht. Ach, ich weiß nicht. Ich bin verwirrt. Okay. Hier ist nichts mehr. A large bed with a canopy. Man, this makes me miss my own bed and sleep. Ja, das kenne ich. Okay, ist hier sonst nichts mehr? Gut, dann gucken wir weiter. A small round chair looks like it probably goes to the vanity. Okay. A white desk feels kind of fancy. Okay. Das ist die Tür, ne? So, this is the locking thing. It's flashing red. That's usually not a good sign. Is that a microphone? It looks like a satellite dish. Let me see. Well, judging by the feel of it, I would guess that we're meant to produce some sort of sound. Ah, deswegen das Notenblatt. Wir müssen am Ende irgendein bestimmtes Lied spielen, damit die Tür aufgeht. I see. And this device will sense it and unlock. Okay, ich verstehe. Some sort of lock apparently. It's connected to a microphone.
Doesn't look like there's a keyhole in this door. Yeah, true, but there's some strange devices in lieu of all. Ja, okay. Okay, gut. Dann drehen wir uns. Ja. Erstmal hier. It's totally a table with a mirror. Aha. Ah, yes. You know, that sort of thing is known as a vanity. Were you aware of that, Junpei? Of course, vanity also refers to self-love, conceit, and narcissism. Also, dieser Tisch, also dieser Tischspiegel hat das gleiche Wort wie Selbstliebe und Narzissmus? Geil. Englisch ist so eine schöne Sprache. As such, you could say that every day when a woman looks into one of these, she's staring at her own conceit and narcissism. Wow, das ist ein bisschen weit hergeholt. Jedes Mal, wenn eine Frau in so einen Vanity-Spiegel guckt, guckt sie sich ihren eigenen Narzissmus an. Nein, Narzissmus, nicht Narzissmus, Narzissmus. Alter. Doesn't that strike you as terribly sad? Ich als Frau fühle mich da voll offended von. Nicht traurig, sondern das macht mich wütend. Okay, ist da vielleicht irgendwas drin? An antique vanity. There's nothing in a drawer. Yeah, totally empty. Okay, aber hier ist ein Klavier. What's this? This isn't a score. Is this a map of the ship? Tatsache. A map? There's a map of the ship here? Yeah. Then I imagine it will prove very helpful. You'd best hold on to it, Junpei. Okay. Ja, das hatten wir auf der anderen Seite auch. Jetzt haben wir eine Map. An upright piano. From the feel of the wood, it must be quite old. Okay. Darf ich mich mal was fragen? What is Snake doing? He can't play, can he? The piano! There's something amiss with the keys. You mean it's out of tune or something? No, not that. It's properly tuned, just... Well, the sounds are clearly purposefully different. The C key doesn't yield a C, but rather a different note entirely. The same goes for the D keys. The play some other notes. Also es ist nicht verstimmt, sondern einfach umstimmt. Okay. Huh. Why do you think it's like that? Das hat was mit dem Rätsel zu tun, das wir noch lösen müssen. Isn't it painfully obvious? Zero modified it in some way. The piano, you see, is part of one of the puzzle Zero has set for us. Perhaps if you play the keys in the correct order, something will happen. In other words, we need to play a song on a piano. Ja, das ist, was ich gesagt habe. Wir müssen ein Lied spielen, damit die Tür aufgeht. Aber das ist schwer, weil die Noten nicht die Noten sind, sondern was anderes. Na klar. Das wäre auch zu einfach gewesen. I believe so. Okay. So ist eine Music Stand. Might as well plus... Ah, okay. Oh, Is something wrong? Also, was er gerade gesagt hat, er möchte die Glasplatte da drauf tun, die wir haben, die Noten drauf. It's kinda hard to see the notes. Maybe if I put something under them. A background for the notes. Okay, gut zu wissen. I can't see the notes very well with the glass being so transparent. Ja, okay. Was mir aufgefallen ist, Seven redet gar nicht mit uns. Es ist ständig gerade Junpei und Snake das Gespräch führen. Aber Seven macht irgendwie gar nichts. Das ist irgendwie komisch. Was ist das? A window, there's an iron plate nailed to it. Okay, können nicht. Okay, it's a white desk. Snakes. Was? Snakes rubbing it. This is a high quality desk. Teak, or perhaps mahogany. Wow, how can you tell? Oh, I have my ways. Snake, du bist creepy. Du bist echt creepy. Seems a little fancy. Ja, ich will den Tisch. Ich will den Stuhl. It's a small round chair. Looks like it probably goes to the vanity. Okay. Oh, wow. This fabric feels great. I bet that chair is really comfortable. Okay. Gut. Wenn wir weiterhin nichts haben,
Wir haben rechts und links. Ah, das ist so schwer. Ich gehe als erstes nach rechts. Okay. A leather suitcase. There's nothing inside. I can tell by the weight and it makes no noise when shaken. Okay, there's nothing inside. A leather suitcase. Unfortunately, there's nothing inside. Okay, 2 Koffer, in denen nichts drin ist. Was ist das? The safe is locked. It's one of those dial locks. It doesn't have a key. We just need to get the dials in the right place and it'll open. Did you find anything, 7? Nope. How about you, Snake? I also found nothing. Okay. It's a safe with a dial lock on it. We won't be able to open it until we know the right numbers. Okay, das heißt, wir müssen uns auch noch nach einer Kombination umgucken. Das ist ein großes Rätsel. See. Yes, yes. Well, this feels like glass. A rectangle of glass. Transparent, I assume. I can feel something printed on the surface. What is it? A sheet of music with some C notes on it. Okay, jetzt haben wir A und C. Das ist komisch. Ah, there's nothing. Okay, gut. Dann kommen wir jetzt durch die andere Tür. Oh, ey, so viele Wege. There's a light switch. Nothing happens when I press it. Okay. Dann sollen wir dahin gehen, kommen wir dahin. Okay, das heißt, hier haben wir noch eine Tür. Badezimmer. Oh mein Gott. Das ist kompliziert. The light, huh? Nope. Nope. Doesn't look like there's anything hidden there. Okay, einfach... Nein, 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 nein. Guck dir nochmal das Licht an, bitte. There's this couple of lights fixtures in the bathroom. They seem perfectly ordinary. Testing, testing. Hey, it's great to see you all here. Hey, it's great to see you all here. I just flee in from New York. And boys are my arms tired. Oh mein Gott, versuchst du dich gerade an Stand-Up-Comedy 7? Oh mein Gott, das ist süß. Yes, thank you. I'll be here all week. Try the veal. That's not a mix 7. It's just a shower head. What? What the hell? Oh, wie süß. Er hat echt gedacht, das wäre ein Mikro. Oh, 7. Ich vertraue dir immer noch nicht. Ja, the faucet must be for putting water in a bathtub. The bathtub is full of water. Ach echt? Okay. Is there ash or something in this water? It looks kind of grey. 50 Shades of bathtub, würde ich mal sagen. Let's pull the plug. No, hold on. Maybe we can, I don't know, use it for something? Use it for something? The bathtub's full of gross, cloudy water. Okay, ich muss das für irgendwas benutzen. Huh? This faucet is really hard to turn. Man, doesn't matter how hard I yank it, the thing won't budge. Huh, hard for you to turn, kid. How about you let a man give it a shot? Oh, 7. Mein manly man, den Leute anscheinend sehr heiß finden. Ich habe aus zuverlässigen Quellen herausgefunden, dass letztes Mal auf meine Frage, wen man doch wohl am mehr sexy findet, die Leute 7 gewählt haben. Mein Voice Acting ist so akkurat. Damn it, nothing. Might as well be a damn rock. It looks like something's holding that knob in place. Well, if you can't do it, 7, guess we might as well give up. Okay. Kann ich auch das? Ja. Something's bothering 7. Maybe I'll hold off by pulling this plug for a moment. Okay. Dann lassen wir das erstmal und gucken weiter. Well, the sink's clean. Any water? Nothing's coming out. We've got a faucet on our way, but I can hear anything. Okay. It's a sink. The water doesn't appear to be working. Okay. And there we are in the mirror. What a pair. A college kid and
And a terrifying giant of a man in a beanie. Stuck in a cramped bathroom. With this beast of a man. What would my parents say? Something wrong, Junpei? You look really sad all of a sudden. Oh no, nothing. Er vermisst seine Eltern und hat Angst vor Seven. Ich kann nicht verstehen, Junpei. Ich habe auch Angst vor Seven. Mit diesem großen, behaarten, großen, bösen Mannbär. So, nothing happens. Okay. Was haben wir da? It's a heavy piece of paper that's been folded in half. It has score printed on the front of it. Score? That's gotta mean musical score. Oh, noch mehr Rätselstuff. Oh je. If that's true, then the score we just found was probably in here. At least at some point. Hey, willst du das nicht mitnehmen? It says score in this paper. I guess you put sheet music in it. Hä? Muss ich da jetzt irgendwie diese Dinger drauf tun? It says score in this paper. I guess you put sheet music in it. Okay, dann halt nicht. Ich bin nicht so der Fan von Musikrätseln. Ich bin immer so schlecht in Musikrätseln. This is some sort of antique desk. Makes sense though, I guess. This whole room's full of antiques. You could get a nice handful of cash for all the stuff in here. Okay, an old-fashioned desk. Okay. Somebody spent a lot of time carving the legs into this chair. It'll snap like a twig if Seven sits on it though. Mind your own business. Okay, sorry. Okay, ich muss mich kurz anders hinsetzen. Ah, und kurz etwas trinken, weil es hier so stickig ist, ist mein Hals auch relativ trocken. Oh, tut mir leid. Okay. Back to business. Konzentrieren wir uns. Was haben wir hier? And there's a couple lights on the wall here. Achso, Lichter. Ich dachte, die sahen so aus wie Wimpel. Weißt du, so Wimpelfahnen. It's a chair. Wow, das war jetzt bedeutungsschwanger. A chair, huh? Okay, wir reden nicht mehr über den Stuhl. There's a cover for a musical score sitting on a table. Okay. Huh? There's something in the bag. Let's see if I can reach it. Just a little... Goddamn, that's hot! You aren't real smart, are you? Come on, of course it's gonna be hot. It's a fire! Junpei, du hast jetzt nicht allen Ernstes in das Feuer reingefasst. Oh Mann. Even a monkey knows it shouldn't stick his hand in a fire. Okay, ich brauche irgendwas, womit ich das Feuer ausmachen kann. A fireplace, huh? Don't see one of these too often. Aren't a lot of people these days with real fireplaces and real fires? Okay, it's a fireplace. Ich brauche bestimmtes Wasser, um das Feuer hier auszumachen. The couch looks just big enough for three people. Looks perfect for me. What? Perfect for an elegant gentleman like myself. Selten so gelacht, Seven. Selten so gelacht. The couch looks a lot more elegant. Hey, there's something you aren't saying. Ah, never mind. Okay. Ist hier aber auch nichts. Oh, ja, ich weiß. Musical score. Don't really go with Seven though. Okay. I get it. You're gonna use this vase, right? That's pretty clever, Junpei. We're just gonna fill this thing with water. Ah, okay, gut. Danke, dass du mir das abgenommen hast. Wir tun da Wasser rein und machen das Feuer aus. There was once a vase on this table. Okay. This is a suitcase made of leather, the color of rich mahogany. Well, shoot. Looks like there's nothing in it. Okay, it's a leather suitcase. Dang, nothing in there. Okay, wir haben 4 Koffer gehabt und in allen 4 Koffern war nichts drin. Looks like there's something inside this cabinet. Ja, noch musical score. It's a rectangular piece of glass. You can see right through it. It has a couple of G notes written on it. Huh, I wonder what that means. Okay, wir haben jetzt A, G und C. Wie viele Scores es davon wohl noch gibt?
nochmal drehen? Nee. Wo war jetzt nochmal das Badezimmer? Hier. Okay, Leute, aber auf jeden Fall, wir kommen schon mal gut voran, würde ich sagen. The bathtub full of gross, cloudy water. Alright. Shouldn't be too hard to fill this vase up. Vase filled with water. Okay. Dann gehen wir mal rüber und machen das Feuer aus. Nee, warte, da. Ich habe die Toilette gefunden. Fuck. Ich hab mich verlaufen. There's some toilet paper on the wall there. Nothing that looks suspicious. Okay, nur Klopapier. It's a toilet. Doesn't seem to be anything in the toilet or the tank. Nicht? Es ist einfach nur eine Toilette. Nothing strange goes here. Okay. Welche Tür war es jetzt? Die hier? Nee, zurück. Okay, warte. Da lang. Nein, hä, wartet, stopp. Wo muss ich lang? Da lang. Ah, hey, jump away, going, didn't look. Okay, das ist die Ausgangstür. It's a locked number door and a dead body. Ja, ja, wir wissen das. Okay. Wo ist die Tür? Hey, wo muss ich durch? Das ist der Ausgang. Das nichts. Das ist der kleine Raum. Das ist... Hä? Hier? Ach Gott. Ach nein, ich wollte doch zurück und... Ach Mann. Ach, vergiss es. Oh Gott, ich bin gerade so verwirrt. Man merkt mir meinen Schlafmangel gerade voll an. Ich wollte noch einfach nur das Feuer ausmachen. Feuer. So, okay. Alright, time to put this fire out. About time, buddy. Let's do it. Here we go. Ha 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 ha. Good job. Another success. That fire didn't stand a chance. Alright, I just pulled this out now. Don't want to get burned, so let's pull down the sleeves. Score plate. It's a ceramic plate of some kind. It looks like a blank sheet of music. Okay, As Junpei tucked the plate into his pocket, Seven cried out and stumbled, his balance lost. Hey, was? He threw out a hand and caught the wall in time to steady himself and avoid the floor, but his face was flushed and he looked startled. Seven, ist alles okay mit dir? Hey, Seven, what the hell was that? Are you alright? Ist ausgerutscht? Yeah, I'm fine. I just felt a little dizzy, that's all. Seven rubbed a couple of fingers across his brow and then shook his head as if to clear it. Ach stimmt ja, wir wissen ja noch gar nicht, dass er sein Gedächtnis verloren hat. What the hell is wrong with me? First memory loss, now I'm getting dizzy for no reason. Memory loss? Junpei couldn't hide the surprise in his voice. Seven, for his part, seemed unconcerned. Oh, right. Guess I haven't told you, have I? Told the rest of them, but it must have been before you showed up. Well, the long and the short of it is that I didn't remember Jack from being before I woke up here. Jetzt klingt er mehr nach Santas Stimme, denn nach Seven. Ach, ich habe gerade voll Probleme mit den Stimmen. Didn't realize I hadn't told you. Whoa, wait a minute. You're talking about amnesia, right? Yeah, I guess so. Well, why are you amnesiac? What happened to you? If I knew that, I wouldn't really be one, would I? Oh yeah, I guess that's true. Junpei paused for a moment and stared at Seven. Are you telling the truth? Huh? Well, you look pretty calm for somebody who doesn't remember anything. Danke, Junpei! Danke! Endlich mal jemand, der es ausspricht. Ich glaube dem nämlich auch nicht, dass der sich an nichts erinnern kann. If you really got amnesia, shouldn't you be, like, upset or confused or something? Well, sure. I mean, I was pretty confused when I woke up down on D-Deck. But that was a while ago. I've had some time to get used to it. After a while, I figured
It wasn't worth the trouble of worrying about it. After all, why worry about something I can't change? Well, people usually don't stay amnesiacs forever. I figure it will work out eventually. Itself out eventually. That's it? That's it. Alright, that's enough talking for now. Let's get back to work. Seven gave Junpei a look the younger man wasn't sure how to interpret, and turned to walk away. Somehow, though, Junpei didn't find this reassurances very reassuring. Danke, Mann! Junpei vertraut dem auch nicht, genauso wie ich. Da ist irgendwas faul, ganz bestimmt. It says score on a paper, I guess you put sheet music in it. Ich hab doch sheet music. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Okay, nee, das war die falsche Tür. Bitte, danke. PC spackt gerade. So, und zwar dahin. Auf das Klavier drauf. A music stand. Might as well put the music I found on it. Okay, I'll put a ceramic plate on the bottom and a glass plate on top. Wait a minute. What's wrong? Well, I put them all on top of each other, but they look odd. It doesn't really look like a song. Then, in all likelihood, we haven't found them all. We need to find more glass plates. Hä, was? Muss ich das vielleicht kombinieren? Oder miteinander kombinieren? Hä, was? Wo sollen denn bitte noch Glasplates sein? Das ist Bett. Canopy. Small round chair looks like it's probably goes with vanity. Feels kind of fancy. Ja, was habe ich denn übersehen? Ach, den Safe. Oh. Save with the dialog. We won't be able to open until we know the right numbers. Von wo kriege ich denn den Code raus für den Safe? A window, there's an iron plate nailed to it. An antique vanity, there's nothing in a drawer, totally empty. Okay, gehen wir mal weiter. Hier ist auch nichts, oder? It says score on this paper. I guess you put sheet music in it. To cover of musical score. Okay, sorry, dass ich gerade so leise bin und nur so vor mich hin murmel, aber looks like burn code will burn past hands it's out. Aber ich versuche gerade zu überlegen, wo wir noch was übersehen haben könnten. Das ist ein Eingang in front of the fireplace. There was a fire here, but let's go. Wo haben wir denn bitte was übersehen? Da ist die Toilette. Hier ist aber auch nichts. There's some toilet paper and a dispenser on the wall. Okay, I'm gonna pull off some of this toilet paper. Rollin', rollin', rollin'. Rollin', rollin', rollin'. Okay, warum auch immer. Hey, Junpei. I don't really think you need that much. Well, let's just wipe the slate clean then, shall we? Have a slate. There's some toilet paper and a dispenser on the wall. Nothing that looks suspicious. Some toilet. Have a slate. It's a toilet. No. I think. Junpei, look. There's a hand coming out of the toilet. Was? Just. Alter, verarsch mich doch nicht so. Not funny, man. Genau. I'm too old for this shit. Incontinence is a problem many older men struggle with, but there's help. Oh, wie gemein. A clean bathroom, there's nothing in here, a toilet bowl. Oh, voll gemein. Aber stimmt schon. Das war voll gemein. Was ist, wenn jetzt wirklich eine Hand rausgekommen wäre? Ich habe mich gerade daran erinnert, wir können hier den Clock rausziehen. Also, das Ding. There's a plug on the end of the chain. Why don't we just drain this water? Yeah, good plan. Alright. Where's that thing? A good tug ought to be enough to get it out. Huh? Ach, das müsste wahrscheinlich der letzte sein. Die letzte Score Plate. A transparent plate made of glass, yes? It's a sheet of music with a couple of D-Notes. Okay. Sind das jetzt alle? Weil ich weiß nicht mehr, wo ich noch mehr
Nee. Nee, warte, stopp. Noch mehr. Sind das jetzt alle? A music stand seems a good place as any to put this music we found. Just gotta put the ceramic plate on the bottom and then stack the glass plates on top of it. Alright, good. Okay, good. Sweet. Now I can play the music. Junpei, would you be so kind to play the piano? I am unable, you see. Ach komm, du bist blind, aber du bist trotzdem ein Supermann. Ich hätte jetzt erwartet, dass du das auch noch Klavier spielen kannst. I'm sure I needn't tell you, but... the keys on this piano are not what you might expect them to be. Ja, das hatten wir vorher schon. C won't be C, D won't be D, and so forth. You must listen carefully to determine which keys to strike. Ich weiß aber nicht, wie die Töne klingen. Ich habe kein musikalisches Gehör, also kein hundertprozentig musikalisches Gehör. Do you understand? Yeah. Alright, let's give this a shot. Oh nein, Leute, es tut mir jetzt schon leid, wenn ich da lange brauche. Oh Gott, okay. Das ist falsch. Okay. Ich muss jedes Mal von vorne anfangen. Aber, okay, warte. Ich schreibe mir die Reihenfolge am besten auf. Damit ich die nicht vergesse, weil das sieht nach einem langen Rätsel aus. Okay. Piano-Rätsel. Und zwar drücken wir als erstes die dritte weiße Taste. Dritte weiß. Okay, gut. Dann das ist es nicht. Nee. Dritte weiß, dann die vierte weiß. Gut, dann eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünfte weiß? Okay. Obwohl, wartet mal, das geht doch eigentlich relativ einfach. Klar, dass die da... Ach nee, egal. Okay, vergesst es. Okay, dritte, vierte, fünfte weiß. Jetzt brauche ich einen tiefen Ton. Okay. Nein. Es tut mir leid, falls es euch jetzt langweilt, wie ich versuche, hier dieses Rätsel zu lösen. Okay, 1, 2, 3, 4, die sechste weiß. Aber... Ihr wisst ja, wir sind ja öfter so in Rätseln dran. Und das ist eigentlich ein ganz lustiges Rätsel. Ist das wieder das gleiche? Also das dritte? Okay, dritte... Vierte... Nein? Nee, das ist nicht richtig. Okay. Dann wieder... Also, warte, wir schreiben es nochmal auf. 3 weiß, 4 weiß, dann nochmal 3 weiß. Okay. Dass ich aber auch jedes Mal von vorne anfangen muss, ist echt nervig. Ah. Da, 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 da. Hä? Muss ich die oberen... Kann ich die oberen auch drücken? Nee. Hä? Ach so, die Taste hatten wir schon mal. Ach, ich bin doch so dumm. 3, 5, 3, 5. Die Taste hatten wir aber, glaube ich, noch nicht. Oder ist es 4? Wir machen Fortschritte. Den Ton hatten wir aber noch nicht. Oh Mann. Okay.
wir die Taste nicht auch schon? Doch, hatten wir. Oh Mann. Ist da nochmal 3. Hatten wir diese Taste schon? Ich muss jetzt überall gucken. Das müsste 4 sein. Okay. 4. Dann 5. Nein. Ja, was ist denn das da? Achso, ne, es ist 3. Oh! Okay. Keine Panik. Wir schreiben uns das auch wieder auf. 3 weiß. Jetzt das ist 4. Nee, ja, was ist denn das dann? Ich bin voll verwirrt. Okay, Leute, ich mache das kurz offline, ich schneide das raus und wenn ich es dann hab, sag ich Bescheid. Dann schalte ich euch wieder ein, weil ihr müsst euch jetzt das wirklich nicht noch mehr antun. Oh mein Gott, Gott sei Dank. Das war furchtbar. Es hat viel zu lange gedauert. And we're done. Music is not my forte. Wait, what was that noise? Junpei, we did it! Looks like it worked. I heard something unlock over by the exit. Let's go. Good plan. Stand. Bow. Be seated. Well, I guess he hasn't forgotten that. At least snakes think it's funny. Ha 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 ha. Yes, I suppose that was the classroom bell, wasn't it? Ach stimmt ja, das war eine japanische Schulglocke. Oh, wie cool. I don't imagine that's what Zero was thinking of, however. No, Zero almost certainly meant to suggest Westminster, not middle school. Westminster? The palace in London, the place hosts these days to the House of Parliament. You've heard of the Big Ben, the famous clock tower, yes? Big Ben placed that very collection of notes on the hour. London. The capital of England, huh? At any rate, the door is now unlocked.
Let's leave this place immediately. Alright, let's go. Oh mein Gott, wir haben es geschafft, Leute. Yay! Wir haben es geschafft. Wir haben aus dem Raum rausgefunden. Und der Raum war wirklich ziemlich nice. Also vom Schwierigkeitsgrad her ungefähr doch gleichzustellen mit dem anderen Raum, mit den Bildern. He came out of the door and into a long, straight hallway. He paused for a moment and turned around to look behind him. Seven was bent over, apparently doing something on a door. What's he up to? Tja, was macht Seven da wohl? Das werden wir wohl erst in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, auch wenn die Folge etwas komisch war, weil ich heute ein bisschen komisch war. Das tut mir auch nochmal ganz leid. Ich hoffe, dass sich das mit meinem Schlaf wieder einregelt und mit unserer stickigen Luft hier drin. Und dann ab nächsten Mal starten wir wieder voll durch mit ganz viel Power. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, je nachdem, wann ihr das anguckt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.